Unsere Islandreise geht in die zweite Runde. Und in diesem Teil stehen wir vor den mächtigen Gletschern Islands. Das sind Giganten auf dem Rückzug, denn die Eismassen, die schmelzen jedes Jahr immer mehr. Doch nur ein paar Kilometer weiter, da fließt die Lava den frischen Kraterrand herunter, immer wieder neue Feuerflüsse bildend. Da hinten dampft es noch und hier ist es schon ein Stückchen erkaltet. Feuer und Eis, Wind und Wasser, hier ringen diese Elemente ständig miteinander. Und selbst der Schlamm hat hier ein Wörtchen mitzureden. Den kriegt man nicht geschenkt, diesen Wasserfall. Den muss er sich wirklich erlaufen. Und Islands Landschaften sind lebendige Sagen mit einem festen Platz für Elfen und Trolle. The hidden creatures, they live here in every rock and every hill, all over. Auf dieser Reise geht es manchmal heiß zu. Ich glaube, ich werde hier gleich krebsrot, wenn ich wieder rauskomme. Und dann aber auch wieder ziemlich kalt. Island ist vielleicht das letzte echte Abenteuer Europas. Und für Helga und für mich eine Motorradreise zwischen Feuer und Eis. Unser Campingground, der liegt heute in Drangsnes, ein Ort im westlichen Teil Islands mit 67 Einwohnern. Und die Attraktion des Dorfes ist der Hotpot mit seinen 38 Grad. Doch der ruppige Wind hat heute selbst den ausgekühlt. So, jetzt sind wir bei uns hier im Zelt und jetzt rappelt und klappert es hier ganz schön. Oh, ich hoffe, dass das Zelt hält. Das ist echt hier ein windiger Platz, den wir erwischt haben, du. Du hast die Hintertür aufgelassen, das ziehst natürlich. Heute fahren wir in die Westfjorde, zum ältesten Teil Islands. Immerhin 16 Millionen Jahre waren nötig, um dieses schroffe Stück Land zu formen. Hast du Ísafjörður eingegeben oder unser Hotel? Nee, Ísafjörður. Ah, da sind noch 133 Kilometer hin? Ja. Ah, okay. Hier draußen ist alles dünn besiedelt. Eine Handvoll Menschen und ein paar Polarfüchse. Alles ständig eingehüllt vom kalten Wind, der vom Nordmeer rüberkommt. Aber es geht hier in dieser Gegend noch ein bisschen einsamer. Am Horizont, da tauchen immer wieder die schneebedeckten Berge der unbewohnten Westküste von Hornstrandi auf. Das ist der Teil Islands, der im Sommer nur mit Booten erreicht werden kann. Unser Weg nach Ísafjörður heute, der führt über die Straße 61. Das ist eine gut ausgebaute Piste, die sich in jede der vielen Fjordzungen rein und wieder rausschlängelt. Und der Islandsommer hier draußen, der strahlt, so wie wir heute bei diesem Wetter. Doch stabile Hochdruckgebiete, die gibt es hier draußen nicht. Und an der nächsten Ecke schon macht die Sonne eine Biege. Und mit einer guten Prise Hochnebel geht es die steilen Serpentinen des Hrafnseyrarheiði hoch. Eine rötliche Piste, die bringt uns über den Fjordsattel und führt uns unten angekommen geradewegs zu einem wahren Giganten unter den 10.000 Wasserfällen Islands. Der Dynjandi. Er ist der größte Wasserfall in den Westfjorden und eine Klasse für sich. Von der Hochfläche Dynjandisheiði stürzt er über zahllose Felsstufen in die Tiefe.
Von weitem siehst du ihm die 100 Meter Fallhöhe nicht direkt an. Doch wenn du ihm ganz nahe bist, dann wird er zum Dröhnenden und Tosenden. Und er weiß sich mit seinem großen Wasservorhang wirklich in Szene zu setzen. Denn er beherrscht die Kunst der Langsamkeit. Die Felskaskaden, die bremsen das Wasser aus. Noch dazu ist der Ursprung vieler kleinerer Wasserfälle die Folgen, bevor sich die Fluten in den Fjord ergießen. Ja, jetzt haben wir 9:30 abends. Nach einem guten Abendessen sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu einem Hotpot, der hier 200 Meter von unserem Hotel entfernt liegt. Heute Abend ist es super windstill, aber das bringt dann natürlich noch ein neues Problem mit sich, weil die Mücken, die kommen raus. Je windstiller es ist, umso mehr Mücken stürzen sich auf dich. Und wir haben jetzt so ein extrem Mückenspray dabei. Das haben wir uns gerade draufgetragen, in der Hoffnung, dass die uns irgendwie verschonen. Das ist so geil. Wir brechen früh auf und unser Ziel heute, dorthin zu kommen, wo der Westen Europas aufhört. In Lautraberg. Klippen und Vögel sollen diesen Punkt markieren. Das klingt nach weit draußen. Und da passen natürlich diese Lost Places gut dazu, die hier auf der 612 auf uns warten. Den ersten verlassenen Ort gibt es nur ein paar Fjordbiegungen weiter. Hier rostet das alte Walfängerschiff Gardar seit 1981 vor sich hin. Am Ende war es nur noch ein Fischkutter. Und statt die Harpunen abzufeuern, wurden auf der Gardar die Fangnetze ausgeworfen. Sicherheitsmängel zogen es dann aus dem Verkehr und die Fischer an Land. Und dann ließen sie dort den Stahlpott einfach liegen. Mittlerweile ist dieses rostige Geisterschiff fest mit dem Boden verwachsen und der Hingucker hier. Nur 20 Kilometer weiter und wir kommen nach Hjondr, zu einem Luftfahrtmuseum. Und das ist ein ziemlich abgefahrener Ort. So, und das ist ein Museum, steht da. Hier draußen liegen überall die Überreste einer Douglas C-117D herum. Das ist eine Maschine der US Navy, die von den Alliierten im Zweiten Weltkrieg oft eingesetzt wurde. Wir sind beim Schrottpotpourri des Egil Olafsson. Egil war bis zu seinem Tod 1999 Sammler aus Leidenschaft. Und seitdem kümmert sich sein Sohn Kristin Thor um den Platz. Wer das Flugzeugmuseum hier besichtigen möchte, wo diese alte amerikanische Maschine steht, der muss sich den Schlüssel hinter mir in dem Haus abholen. Da wohnt Kristin und bevor ich in den Hangar gehe, sagte mir Kristin eben, soll ich mir die Maschine auf jeden Fall im Innern anschauen. Und stell dir dann vor, sagt er mir, dass Thorstein Jonsson, das einzige isländische Fliegerass der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg, genau dort gesessen hat und sie flog, als auf sie geschossen wurde. Und denk dran, sagt er mir, es war genau diese Maschine. Was ich jetzt hier in diesem Hangar vorfinden werde. Uiuiui. Mein Gott. Eine alte russische Maschine und ein alter amerikanischer Jeep. Das ist echt kurios hier. Wenn man hier reinkommt, alles riecht ein bisschen verstaubt. Alles ist hier sehr runtergekommen. Das Museum selber, das sieht hier aus wie, ja, eigentlich selber wie ein Museum. Na, das nenne ich mal eine kreative Art amerikanisch-russischer Konsultationen. Ein echt abgefahrener Ort, aber das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Das Wetter, das trollt mal wieder, wie so oft in Island. Kurze Sonne, dann fette Nebelsuppe und die bleibt. Und die massigen Straßenmaschinen, die mutieren im Nebel zu wahren Monstern. Taucht da mittendrin so eine Stahlraube auf. Und dann wieder Schotter. Schotter. Das ist jetzt der Mix, den wir nicht unbedingt brauchen. Und unser Ausflug zum westlichsten Punkt Europas ist bei diesen Aussichten rasch erzählt. Bei diesen 8 Grad oder wie viel wir jetzt hier draußen haben,
Wir ziehen die Helme gar nicht aus, weil uns das viel zu frisch ist. Es ist viel zu kuschelig im Helm. Du klappst ihn doch nicht mal hoch. 1, 2, 3, 4. Supi. Jetzt geht es wieder raus aus diesem rauen und einsamen Stück Land. Aber noch ein Wort zu den Straßen hier draußen. Ihr habt es ja gesehen, Schotter und Asphalt, die wechseln sich hier rasch ab. Und gerade mal ein Viertel davon ist heute nur noch geschottert. Kurz vor Stykkishólmur, da treffen wir auf diesen Hügel. Ein altes Heiligtum der Wikinger. Und der heißt noch dazu Helgafell. Natürlich müssen wir da hochkraxeln. Aber diese kleine Wanderung, die hat auch eine Besonderheit. Wenn du den Helgafell zum ersten Mal hochgehst, dann hast du nämlich 3 Wünsche frei. Und wichtig ist, dass du schweigend gehst und dich nicht umdrehst. Oben angekommen, wendest du dich dann nach Osten und dann kann es losgehen mit den Wünschen. Dann behältst du natürlich alles unbedingt für dich und dann müsste es schon klappen mit den Wünschen. Wem das aber am Ende alles zu viel Aberglaube ist, den empfehlen wir trotzdem da hochzugehen, denn oben gibt es die besten Aussichten auf den Bræðrafjörð. Wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Ich glaube irgendwas mit einer 1 davor. Wir haben komplett die Tage vergessen. Ab jetzt sind wir also so richtig auf Reisen. Und so langsam stellt sich bei uns Zelt-Greenhorns auch so etwas wie Routine ein. Das Wetter ist nahezu perfekt und die Halbinsel Snæfellsnes lockt, die Schneeberginsel. Also schnell packen und los geht's. Doch dann werden wir auf eine wirklich fiese Art und Weise aus dem Verkehr gezogen. Was machst du? Muss anhalten kurz. Warum? Was nachgucken. Wo denn? Der Reifen macht sich so komisch bemerkbar. Wäre es doch nur eine Reifenpanne. Aber nein, es ist das hintere Kugellager. Und nach ein paar Telefonaten finden wir auch eine Werkstatt in Reykjavik. Doch das mit dem Abschlepper, das wird schwieriger. Und die Werkstatt die kann wohl heute nicht auf uns warten. Leider gibt es in Island keine Kooperationspartner, sagt mir der ADAC am Telefon. Und wenn sie das für uns organisieren würden, dann kann das locker 6 bis 8 Stunden dauern. Und obendrein kommt jetzt auch noch die Gabel dazu. Ja, jetzt müssen die Simmeringer auch noch getauscht werden. Jetzt habe ich eben noch mal bei der Werkstatt angerufen und das noch mal voravisiert. Und dann finde ich an der Tür von dem Visitor Center diesen Aushang. Und da gibt es den Birgir Tryggvason. Und der schleppt einen ab. Ja, und der kommt jetzt in einer Stunde vorbei und wird uns dann hoffentlich ohne größere Zwischenfälle dann zu dieser Motorradwerkstatt nach Reykjavik schleppen. Und dann geht alles ganz schnell. Der Birgir, der schickt seinen Kumpel Sævar aus Ólafsvík, der schnallt sich die Afrika Twin hinten drauf, verzurrt sie anständig und wir sind auf dem Weg nach Reykjavik. Reykjavik, die Rauchbucht, Hauptstadt Islands und größter Ort der Insel. Hier kann so etwas wie Großstadtflair entstehen, trotz der knapp 110.000 Menschen, die hier wohnen. Und es ist echt erstaunlich, was die Isländer in ihrer Stadt so alles untergebracht haben. Für jeden Geschmack ein Museum. Mit der Harpa ein großes Konzerthaus und eine farbenfrohe Innenstadt. Und mitten in der Stadt und von überall aus sichtbar die Hallgrímskirkja, der größte Kirchenbau Islands.
Und hier will ich noch ein paar Sätze über Islands Wikinger loswerden. Der erste, der kam 874, ein Ingolfur Arnoldsson, ein Wikinger aus Norwegen. Vielleicht hat er so ausgeschaut, vielleicht aber auch so. Ein paar Jahre später wurde ein Parlament gegründet, mittlerweile das älteste Europas. Und hier wurde Recht und Ordnung gesprochen. Das klingt fortschrittlich, hatte aber einen Haken. Es gab keine Exekutive und die Bauern, die mussten selber schauen, dass die gefällten Urteile umgesetzt wurden. Und da liegt es in der Natur der Sache, dass nicht alle diese Urteile gleich gut fanden. Denn meistens wurde es anschließend ziemlich blutig. Und das lief dann so ab. Der eine Bauer, der schlägt einen anderen Bauern. Und der wiederum, der rächt sich am Knecht des einen Bauern. Worauf dieser Frau und Kind des anderen Bauern entführt. Was den Bruder des einen Bauern wütend macht. Und der mischt sich dann auch noch ein. Das ruft aber die Schwester des anderen Bauern auf den Plan. Und die macht dann auch noch mit. Die großen Sagas Islands, die waren voll von Ehre und Blutrache. Und die Schriftsteller der folgenden Epochen, die konnten bei all diesen Dramen aus den Vollen schöpfen. Und jetzt geht's Gott sei Dank wieder auf Tour. Gestern Nachmittag habe ich das Motorrad abholen können. Die Leute von Nitro, das wie der Laden heißt, haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Es war wohl ein bisschen schwierig, die Simmerriemen mitzukriegen, aber das hat dann am Ende auch geklappt. Und jetzt kann es endlich weitergehen. Wir fahren zurück nach Norden, über Borgarnes und Reykjold nach Húsafell. Hier biegen wir in die Piste zum kalten Tal ein, die Kaldidalur. Sie ist mit 727 Metern eine der höchsten Hochlandpisten auf Island. Eine steinige Urwüste, schier unendlich. Auf halber Strecke biegen wir ab zum Langjökull, der zweitgrößte Gletscher Islands. Na, 1960 war die Eislinie hier. Und nach weiteren 4 Kilometern hört die plattgewalzte schwarze Piste direkt vor dem Gletscher auf. Massiv und scheinbar unverwundbar liegt er hier in der Landschaft. Doch er schrumpft unaufhörlich und was zurückbleibt, sind schwarze Geröllfelder. Der Wind, der weht hier eiskalt und der Nebel, der kriecht den Hang hinauf. Ein unwirtlicher Ort, der Jahr für Jahr dramatisch an Eismasse verliert. Die Wegmarke mit der Jahreszahl 2020 ist bereits 100 Meter vom derzeitigen Gletscherbett entfernt. Und die Jahreszahl 1960 bereits ganze 4 Kilometer. Islands Gletscher haben in den letzten 20 Jahren mehr als die Fläche des Bodensees verloren. Und vor 8 Jahren wurde hier in der Nähe sogar der erste Gletscher für tot erklärt. Die Monster-Trucks bringen die Touristen zu den Eishöhlen. Ein gutes Geschäft, solange es noch geht. Komm, ich lass uns rein, ich war hier. Ist Eis, ne? Hey! Welch eine Piste, die geradewegs zwischen Geröllwüsten und Gletschern hindurchführt. Was andernorts für den Verkehr schon längst gesperrt wäre, ist hier oftmals die schnellste Verbindung zwischen den Regionen. Und diese Hochlandpisten hier sind wirklich einmalig in Europa. Nach 40 Kilometern ist Schluss und der Asphalt, der bringt uns wieder zurück in die Zivilisation. Im Hochland gibt es nichts zu essen. Kein Café, kein Restaurant. Und jetzt ist die Notration dran. Genau für diese Momente ist sie da. Gut gewürzt und bestens abgeschmeckt. Hast du ein Schlückchen? Nee, ich muss doch noch Motorrad fahren. Þingvellir,
Die Versammlungsebene. Das ist der heilige Ort der Isländer. Hier wurde Island gegründet und hier wurde die Verfassung ausgerufen. Über Jahrhunderte haben sich hier die wichtigsten Ereignisse Islands abgespielt. Das Christentum wurde hier angenommen und hier wurde über Recht und Ordnung gerichtet und verkündet. Aber geologisch setzt dieser Ort noch einen drauf. Hier verläuft die sichtbare Bruchstelle zwischen der amerikanischen und der eurasischen Platte. Und die Drift beträgt pro Jahr 2 Zentimeter. Der ganze Grund ist hier mit Felsspalten und Rissen durchzogen, von oben eindrucksvoll zu sehen. A volcano in southwest Iceland has erupted, releasing streams of lava from under the Earth's surface. It follows thousands of small earthquakes in the area over recent weeks. The fissure erupted 30 kilometers from the capital, Reykjavik, and is more than 500 meters long. This is the first eruption in the area. Diese Nachricht weckt uns schlagartig auf. Der Vulkan im Fagradalsfjallsmassiv südlich von Reykjavik ist wieder aktiv. Die Behörden, die sprechen sogar von einem typischen Touristenausbruch, weil die Lava ohne Aschewolken und mitten in einem geschlossenen Tal ausbricht. Eigentlich wollten wir ja ins Thermalgebiet von Keragerdi, doch wir planen für heute um. Und unsere Idee ist, den Vulkan in den Abendstunden erreichen und auf klares Wetter hoffen. Auch wenn wir etwas angespannt starten, Zeit für diesen Plan ist heute genug. Und für einen Stopp beim Geysir Strokur. Das Butterfass. Es ist das einzige Naturphänomen Islands, auf das wirklich Verlass ist. Denn alle 10 Minuten schießt das Wasser hier raus. Und das Besondere ist die Kombination aus Warten, Spannung und Ausbruch. Unser Plan geht bis jetzt perfekt auf. Eigentlich eine absolute Seltenheit in Island, dem Land, in dem nichts vorhersehbar ist. Und rechtzeitig zur goldenen Stunde erreichen wir das Fagradalsfjallsmassiv. Die Behörden, die haben eilig ein paar Parkbuchten planiert, um die Besuchermassen zu lenken. Wenn das mit dem Vulkan weiterhin so klappt wie mit dem Parkplatz und dem Wetter, dann ist das heute wirklich unser Tag. Die Isländer schaffen es in kürzester Zeit, ihre Naturphänomene touristisch zu nutzen. Der Getränkewagen ist auch schon da. Und alles ist auf den Moment angelegt, denn morgen könnte es ja direkt schon weitergehen, je nachdem, wo die Natur sich erneut blicken lässt. Der Weg zum Vulkan führt über diesen Hügelrücken. Und irgendwie erinnert mich das an den großen Goldrausch in Alaska, als die Menschenmassen auf dem Weg zum Klondike den Chilkoot hoch sind. Vor uns liegen jetzt 2 Stunden Fußmarsch auf einem schmalen Pfad, bereits gut gespurt und festgetrampelt. Und was hier seit ein paar Wochen passiert, das erzählt der Talgrund, der mit schwarz dampfender Lava gefüllt ist. Die Experten haben schon lange darauf gewartet, dass der Vulkan hier ausbricht. Unzählige Erdbeben haben diesen Ausbruch angekündigt. Wieder eine Folge der tektonischen Urkräfte, die an der eurasischen und amerikanischen Platte ziehen und ein ganzes Spaltensystem geschaffen haben. Dieses Lavafeld hier, das ist sehr, sehr jung. Da hinten dampft es noch und hier ist es schon ein Stückchen erkaltet. Und dann stehen wir in der Abenddämmerung auf einem Grat, direkt gegenüber vom Krater. Und hier verlieren sich unsere Blicke in den Urgewalten.
Wir sind in Hafnarfjörður und in dieser gemütlichen Kaffeestube haben wir uns mit Sibba verabredet. Sibba, die eigentlich Sigridur Karlsdottir heißt, ist eine Expertin für das Huldi-Volk, das verborgene Volk. Denn in Island, da wimmelt es nur so von Elfen, Trollen und Zwergengeschichten. Elves and dwarves, gnomes, light fairies, they're all hidden, but they don't all look the same. Okay, einige winken jetzt kopfschüttelnd ab, andere lachen nur oder finden das für Kinder irgendwie ganz nett. Doch Islands Landschaften, die waren schon immer ein lebendiges Märchen. Und die beginnen hier nicht mit "Es war einmal", sondern vor einigen Jahren ist Folgendes passiert. Hier in Island, hier steckt in jedem Stein eine Geschichte drin. Und auch die ganzen Berichte über die versetzten Felsen beim Straßenbau, also die Elfenkirchen, von denen die Presse immer so gerne berichtet, die gibt es wohl tatsächlich, wie Sibba uns erzählt. Because it was a beautiful lava field. And one lady came and said the elves had asked for her help because there's a huge rock there and it's an elf church. Hui. And the government did not listen at all. So the day they were going to start the road, there were 10 people who laid down on the earth in front of the bulldozer. And they were all carried away and arrested. Uh. And this was the worst publicity they could get. And after this, everybody was so mad because these were just people trying to get their point across. So the road administration said, okay, we will move the church, this big rock. We will move it in one piece closer to the ocean. But then we will continue with the road. Here, but if you go inside, in 2 places you can crawl further into it. The hidden creatures, they live here in every rock and every hill, all over. Und als sie uns dann so durch den Ort führt und uns all die Steine und Höhlen zeigt, wo das verborgene Volk leben soll, da fällt es mir ehrlich gesagt schwer, es ihr nicht zu glauben. Because the dwarf that lives here, he does not want to. Als Zwergin, sagt sie schmunzelnd, und so sehe sie ja aus, muss sie es ja auch wissen. Die Isländer, die waren schon immer Geschichtenerzähler und Sibba hält so ein Stück isländische Kultur lebendig. In diesem Haus hier, erzählt uns Sibba, wohnte mal ein Arzt und der untersuchte eines Tages einen Jungen, der von einem hohen Felsen heruntergestürzt war und unverletzt blieb. Schier unmöglich bei dieser Höhe. Und dann sagte der Arzt zu diesem Jungen: You have to tell me the truth, what happened to you? And the boy said, it's true what my friend said, I did fall down the hill. The reason why I'm not injured is that when I fell, there were hands that came out of the rock and carried me over the down. Dr. Eirikur, he was the one that told this story. He said, I do not believe it, but I don't have a better explanation why he's not hurt. Tja, selbst wenn du nicht dran glaubst, kannst du dich diesen Geschichten aber am Ende auch nicht entziehen. Und zum Schluss möchte ich noch von ihr wissen, was sie eigentlich den Menschen sagt, die mit alledem nun gar nichts anfangen können. This is the truth as we know it, but you decide whether you believe it or not. And that's always the case. Die langen Tage hier oben im Norden, sie verdoppeln dir die Zeit. Und so machen wir uns am Nachmittag noch auf den Weg nach Osten. Aber einfach hier nur geradeaus fahren, das geht nicht. Immer gibt es was Einzigartiges am Wegesrand. Die Wasserfälle zum Beispiel, die krönen immer alles, was sich hier Natur nennt. So wie der Óriðafoss. Hier fließt der Þjórsá durch. Stattliche 230 Kilometer ist er lang. Und genau hier spült er die größte Wassermenge Islands durch. Jedoch unser Ziel für heute liegt weiter im Süden. Und hier gibt es einen der schönsten Campingplätze Islands. Und das Besondere an dieser satten grünen Wiese ist ihre Lage. Am Rande des Seljalandsfoss. Ein Wasserfall, der für viele ganz oben
auf der persönlichen Hitliste steht. Denn du kannst dem Seljalanza bei seinem Fall auch von hinten zuschauen. Eine feuchtfrische Sache dank dem Quellwasser, aus dem er entspringt. Doch es kommt noch besser. Nur 300 Meter weiter liegt versteckt in einem schmalen Canyon der Fuelfravos, der Wasserfall, der in der Schlucht lebt, so nennen ihn die Isländer. Und all das hier ist wie ein Juwel im Doppelpack. Diamanten am Strand. Eisdiamanten. Das Nordmeer mit seinen Temperaturen löst sie so langsam auf. Aber es kommen immer wieder welche nach. Denn das Eis bricht in der Gletscherlagune Jökulsárlón und der Gletscherfluss treibt die Brocken hier zum schwarzen Strand. Zum Teil dauert das Jahre, bis sie hier ankommen. Wir sind in der Nähe der großen Gletscher im Süden von Island. 250 Kilometer liegen schon hinter uns. Und dann bist du hier direkt am Rande des Vatnajökull-Gletschers, der größte außerhalb des Polargebietes. Wir machen jetzt gleich eine Zodiac-Tour und dann bekommt man diese Jacken an. Und dann geht es jetzt gleich auf den Fjallsalon und dann werden wir ein paar Runden drehen. Unter dem Vatnajökull sind diverse Vulkane aktiv. Der letzte Ausbruch, der war hier 2011. Doch neben dem Feuer gibt es noch einen viel größeren Feind der Gletscher, die Klimaveränderung. Es ist auch hier extrem wärmer geworden und der Gletscher verliert dramatisch schnell seine Masse. And now it retreats around 100 meters per year. So within the next 150 years, all this ice will be gone. Und weil der Druck fehlt, hebt sich das Land 3 Zentimeter im Jahr. Und die Magma, die kann sich neue Wege an die Oberfläche suchen. Ein Teufelskreis. Die Touren hier sind ausgebucht und wir hatten echt Glück, diese Plätze noch zu bekommen. Bei so viel Vergänglichkeit, so scheint es, wollen eben viele diese Eismassen nochmals sehen. Eigentlich hätten wir uns den Blick auf die Karte heute Morgen sparen können. Denn hier gibt es die Ringstraße und die führt dich immer geradeaus. Nach den ganzen Eisformationen von gestern fast schon etwas eintönig. Und der Stopp in Djúpivogur, den würde ich gar nicht erzählen, wenn da nicht diese Eier wären. Also am Hafen in diesem kleinen Ort, da stehen sie einfach rum. 15 Marmoreier von 15 verschiedenen Vogelarten, die hier leben. Farblich exakt so wie die Originale. Sigurdur Gudmundsson hat sie hier aufgestellt. Ein isländischer Künstler. Artenvielfalt ist das Thema. Schlicht und ohne großes Tamtam. Aber das mit den Eiern geht ja noch weiter. Direkt nebenan, bei den Petroleumtanks, steht die Fischhalle. Und darin gibt es eine Ausstellung. Eben von jenem Sigurdur Gudmundsson. Am Eingang ein großer Bildschirm. Und dort kannst du jemandem zuschauen, der vor Eiern sitzt. Und irgendwann passiert dann das. Das ist absurd. Vollkommen absurd. Da fällt jemand einfach aus dem Rahmen heraus, den wir so normal nennen.
Und dann kommen wir ins Gespräch mit einem älteren Herrn. Und als wir uns den so anschauen, kommt er uns irgendwie bekannt vor. Sind Sie das nicht mit den Eiern am Eingang, frage ich. Und dann sagt er, ja, das wäre er. Da steht also dieser Sigurdur Gudmundsson höchstpersönlich vor uns. Und dann zeigt er uns seine Arbeiten und sagt dabei so Dinge wie, wenn du nur das machst, was die Menschen erwarten, dann kann kein neuer Gedanke entstehen. Und wenn ich was kreiere, sagt er, dann, weil es mir in den Sinn kommt. Einfach so. Und oftmals ist das absurd, ja, denn du machst etwas, was scheinbar keinen Sinn hat. Zum Beispiel einen Blumenkohl anschauen und betasten. Oder einfach nur im Kreis rennen. Und alle, die das sehen, die können dann damit machen, was ihnen wiederum in den Sinn kommt. Was du auch immer mit dem machst. Die Chance, über etwas nachzudenken, worüber du sonst nicht nachdenkst, die hast du in dem Moment, wo du da hinschaust. Einmal kurz die Straße runter und es geht weiter mit den skurrilen Dingen, nur etwas anders gelagert. Dort steht das Haus von Free Willy, so nennt er sich. Und frei scheint er wirklich zu sein, der Willy. Frei, die Dinge zu tun, die er hier schon immer machen wollte, wie er mir erzählt. Zum Beispiel mit seinen Schnitzereien an die alten Götter erinnern, an Odin und seine Mannen oder dem unsichtbaren Volk huldigen. Es gibt sogar einen direkten Draht zu ihnen. Aber er lebt hier von und für seine Schnitzarbeiten. Zum Beispiel die Glücksamulette aus den Tierknochen. Yeah, protect you for all negative things. Also your own thinking. Fine, that's fine. Die meisten Knochen, sagt er uns, die findest du direkt in der Bucht. Die letzten Reste von den großen Fischen sind das. Ach ja, und die Hörner, die kommen auch nicht zu kurz. And you know, if you are very angry in Iceland, you have everything on your horn. That's good. Oh nee, der ist da ganz da oben. Scheiße. Doch bloß den muss ich mir so erarbeiten. Gemeint ist der Hengifoss, der vierthöchste Wasserfall Islands. Und wieder einmal ein ganz besonderer, wie so viele hier. Doch der ist nicht gerade um die Ecke. Gut 5 Kilometer liegen vor einem. Einfache Strecke. Jetzt brauchen wir dringend einen Snack. Und den besorgen wir uns beim Foodtruck von Anne-Marie. Hi, ich hätte gerne eine Waffel. Was magst du drauf? Und dann hätte ich aber gerne noch eine Kugel von dem Schafsmilcheis da drauf. Okay, das kommt alles in der Box. Es gibt Rhabarber oder Blaubeer. Eis aus Schafsmilch. Klingt pfiffig. Und wir fragen sie, wie sie darauf gekommen ist. Bei so vielen Schafen, da kann man doch bestimmt was mit der Schafmilch machen. Und dann habe ich mit Käse und Pralinen angefangen und jetzt dieses Jahr mit dem Eis. Wow. Hat auch keinen Nachgeschmack. Ich habe ja befürchtet, da gibt es fiesen Nachgeschmack. Nee. Boah, ist das gut. Lecker. Richtig lecker. Ungefähr eine Dreiviertelstunde kraxelt man hier in diesen Canyon hinein, wenn man dann flott unterwegs ist. Dafür wird man aber auch mit diesem Panorama da belohnt. Das ist der Hengifoss, der viertgrößte Wasserfall hier auf Island. 118 Meter, stürzte sich in die Tiefe. Und was ich so besonders an ihm finde, sind diese unterschiedlichen Sedimentschichten. Vor allen Dingen diese roten, die sind wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und vor allen Dingen dieser Canyon. Und das Ganze geht dann kaskadenförmig bis ins Tal runter. Es gibt dann noch kleinere Wasserfälle, die nicht minder schön sind. Eine Steinwüste hat das satte Grün mittlerweile verdrängt. Dabei ist der Hengifoss nur ein paar Kilometer hinter uns. Und das Wetter wird schlechter. Regen ist angesagt. Die 910, diese grobe Schotterpiste, die bringt uns direkt in die Einsamkeit, ins Camp Laugerfell. Ein Gästehaus mitten im Thermalgebiet mit 2 Naturhotpots. 41 Grad soll zu heiß sein? Okay, probieren wir es.
41 Grad. Oh. Oi. Ich glaube, ich werde hier gleich krebsrot, wenn ich wieder rauskomme. Es hat jetzt hier gerade angefangen zu regnen. Der erste Regen, den wir hier seit Tagen auf Island sehen. Und wie wohltuend das ist, hier im warmen Wasser zu liegen und sich von oben volltröpfeln zu lassen. Ich kann mir momentan wirklich nichts Angenehmeres vorstellen. Die Temperaturen draußen sind so um die 10 Grad, aber wenn ich hier gleich rauskomme, habe ich das Gefühl wahrscheinlich, ich komme aus der brennenden Sonne. So aufgeheizt bin ich. Das ist Markus, den habe ich hier in Lagerfeld getroffen. Markus hat in dieser wirklich feuchten Nacht im Zelt gepennt. Gefroren, vor mich hingefroren. Wie hast du die Nacht überlebt, Markus? Erzähl uns. Kalt. Nee, war gut. Also, ich habe es überlebt. Hast es überlebt? Das Einzige, was zählt. Und als wir dann mit ihm so weiterquatschen, da kippt er dann auf einmal unsere Pläne für heute. Eigentlich wollten wir entspannt zurück zur Fähre fahren. Doch lieber gehetzt am Hafen ankommen, als das Paradies verpassen, meint er. Denn wenn ihr die 910 weiter über die Staumauer des Kaurajungar-Stausees fahrt, Achtung, danach wird's recht holprig, dann kommt ihr am Ende zu einem Parkplatz. Und von dort habt ihr gut 20 Minuten vor euch. Auf einem kleinen Trampelpfad durch die Wiesen. Und nach einer Weile kommt ihr zu den heißen Wasserfällen von Laugavillier. Und das Wasser dort, das hat auch 41 Grad, so wie hier. Aber es kommt von oben. Und die Landschaft, ja, wie soll ich das sagen? Wie in so einem verborgenen Land, was nur alle paar Jahre mal auftaucht. Das Auenland. Wir haben das Auenland entdeckt. Das Auenland. Und die Chance, dort alleine zu sein, die sind um diese Uhrzeit ziemlich gut. Und dann müsst ihr euch natürlich unter den Wasserfall stellen und euch diese Wärme gönnen. Länger hält man es nicht aus, weil es so heiß ist. Und die Tage da draußen, die sind ziemlich kurz. Denn dort kannst du wirklich die Zeit vergessen.